Hallo zum CQL, die neue Software von Kobiax, als Nachfolger vom beliebten Quick and Light, was eine ganz normale, ja, eine ganz normale Software war, die musste man sich runterladen, man musste sie installieren, Freischaltcode, das alles können wir in Zukunft vergessen. CQL kommt tatsächlich daher als zeitgemäße Software as a Service. Es läuft also in der Cloud, läuft im Browser und damit sind wir da frei. Und, das alte Ding lief auch nur auf Windows, also da waren ordentlich Einschränkungen drin. Und das Quick and Light war eine sehr beliebte Software. Genau, mit der Software konnte sich der Tragwerksplaner seine Querschnittswerte ermitteln. Er konnte schauen, mit welchem Hohlkörper er arbeitet und hat dann alle Kobiak-spezifischen Nachweise auch erhalten durch unser Software-Tool. Das haben wir jetzt verändert, verbessert, erneuert und wir wollen Ihnen jetzt kurz zeigen, wie Sie dorthin kommen. Genau, das machen wir jetzt einmal. Also einfach auf die Homepage gehen. Es wird nachher etliche Möglichkeiten geben, an den Login-Screen zu kommen. Jetzt zunächst erstmal am Anfang einfach über die Homepage. Da gibt es dieses schöne neue Banner. Einfach auf CQL Login gehen und dann landen Sie schon auf der richtigen Seite. Ich werde mich jetzt einfach einloggen. Wir wollen ja relativ schnell zur Sache kommen. CQL ist recht schnell in seiner Handhabung. Das werden Sie dann ja auch gleich sehen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertippt. Anmelden, bam. Neuer User, keine Projekte logischerweise. Das machen wir jetzt einfach mal. Erstellen ein neues Projekt. Wie soll es denn heißen? Das nennen wir Bürogebäude 1. Bürogebäude 1. Und das ist in Wiesbaden. Genau. Ja, Kobiak sitzt in Wiesbaden. Da können wir hier auch mal ein Haus bauen. So sieht das dann aus. Das ist so eine Kacheloptik. Das Wichtigste, man hat hier den Namen seines Projektes, man sieht, wie viele Berechnungen dort enthalten sind, also quasi wie viele unterschiedliche Decken dort Deckenpositionen berechnet ja, wurden. Genau. Natürlich noch keine, ist noch leer. Und dann würde ich sagen, wir öffnen dieses Projekt jetzt einfach mal und sehen, ja, da sind überhaupt noch gar keine Decken drin. Und auch das machen wir jetzt mal relativ fix. Wir drücken auf oder klicken auf neue Berechnung erstellen. Und ja, passiert eine Menge auch im Hintergrund schon auf dem Bildschirm, kann man sehen. Aber das Wichtigste ist erstmal dieses Fenster Basisangaben. Ohne diese Basisangaben funktioniert die Berechnung einfach nicht, weil das ist das, was erstmal festgelegt wird. Das, was ich jetzt hier tue, ist letztendlich nur ein Name vergeben. Wie soll denn die Position heißen? Wir nennen die mal D01. D01. Und das ist die Decke über Erdgeschoss. Decke über EG. Okay, dann machen wir die mal 30 Zentimeter. Wir machen Ortbeton und deutschen Anhang. Ja, und erstmal den Brandschutznachweis aus. Den machen wir mal aus. Das ist umso einfacher. Hier geht es tatsächlich jetzt nur darum, Ihnen zu zeigen, wie die Berechnung im Projekt angelegt wird. Diese ganzen Sachen, die man eingeben kann, auch dieses hier, da wird gleich meine Kollegin noch drauf eingehen, was das alles auf sich hat. Wir wollen jetzt noch einmal durch die Navigation nochmal schauen. Das heißt, wir sind in der Berechnung D01 im Projekt Bürogebäude 01. Wenn ich hier drauf klicke, bekomme ich natürlich meine ganzen Berechnungen angezeigt. Das mache ich jetzt auch gleich. Oder ich gehe direkt nach Hause, dann sehe ich auch meine ganzen Projekte. So, dann gehe ich einmal auf Bürogebäude und habe hier D01 Decke über EG. Ich würde sagen, das war erstmal Teil 1 und wir haben auf jeden Fall erstmal schon mal eine Berechnung angelegt. Ganz genau, und jetzt können wir ins Detail gehen. Das machen wir. Gut, dann übernehme ich jetzt mal und jetzt gehen wir mal ins Detail. Wir öffnen jetzt also unsere Deckenposition, unsere Berechnung und gehen nochmal auf die Basiseingaben, die wir jetzt ein bisschen vernachlässigt hatten, um Ihnen einfach mal das Prinzip zu zeigen. Ich lasse natürlich den Namen und die Beschreibung schon mal drin, D01, Decke über Erdgeschoss, 30 cm. So, jetzt haben wir also die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir eine Ortbetondecke oder eine Decke in Kombination mit Halbfertigteilen bauen möchten. Also beides ist möglich. Ich bleibe jetzt mal beim Ortbeton, dafür entscheide ich mich jetzt. Dann kann ich auch die Norm wählen, und zwar unterscheiden wir hier einerseits die Norm, den EC2 mit dem deutschen Anhang
Und für die internationalen Projekte ist natürlich der deutsche Anhang nicht maßgebend. Da nehmen wir den EC2 ohne deutschen Anhang. Aber da wir ja ein Gebäude in Wiesbaden bauen, müssen wir natürlich hier den deutschen Anhang wählen. So ist es. So, dann kommen wir zum Brandschutznachweis. Und den werde ich jetzt mal wieder einstellen. Mein Kollege wollte da nicht so sich da ins Detail begeben. Ist ja auch richtig in dem Zeitpunkt. So, jetzt wollen wir aber Ihnen ja zeigen, was man damit machen kann. Deshalb habe ich ihn jetzt mal abgestellt. So, wir haben jetzt hier eine weitere Möglichkeit. Und zwar können wir uns entscheiden, ob wir gemäß unserer Zulassung, also gemäß ABZ, den Brandschutz führen möchten oder ob wir Nachweis gemäß Gutachten auswählen. Das heißt, da unterscheiden wir eigentlich wieder zwischen internationalen und deutschen Projekten. In Deutschland ist ja die Zulassung einfach das Maßgebende. Deshalb nehmen wir in Deutschland immer gemäß ABZ. Im Ausland kann man das auch gemäß Gutachten machen. Da stehen dann ein bisschen günstigere Werte am Ende drin. Aber wir sind jetzt hier in Deutschland, Wiesbaden, Badge. Wir nehmen ABZ. So. Dann können wir natürlich die Brandschutzklasse auswählen. Da geht es zwischen R30 bis R240. Ich nehme jetzt mal das gängigste, nämlich R90, was in 90% der Projekte eigentlich auch gefragt ist. Dann komme ich zum statischen System. Das kennen wir ja aus der Norm, dass man da wählen muss zwischen einachsig und zweiachsig in bestimmten Bereichen. Und ich nehme jetzt hier mal was Ungünstiges, nämlich die einachsige Decke. Die wähle ich aus und muss dann noch, das kommt jetzt hier noch hinzu, ich muss wählen, wie groß der Durchmesser der untersten Bewährungslage ist. Also ich gehe mal davon aus, dass ich hier 12er einbauen werde. Und dann habe ich letztendlich erstmal alle Eingaben getätigt, die ich für diese Basisangaben brauche und gehe jetzt mit OK. Komme ich jetzt auf die nächste Maske. So, jetzt sind wir auf der ersten Eingabeseite. Da sehen wir jetzt hier, das haben wir vorhin schon mal gesehen, wir haben hier unser Bürogebäude 01 mit der Berechnung D01. Hier sehen wir nochmal diese Grundparameter, die wir eben eingegeben haben, nämlich was wir für Deckendicke und welche Ausführungen, Normen etc. Auch die Eingaben zum Brandschutz sind da. Und wenn ich jetzt hier an diesen Eingaben nochmal was ändern möchte, kann ich jederzeit auf Basisangaben drücken und dann hier in der Maske wieder Veränderungen vornehmen. Das will ich jetzt aber nicht, deshalb gehe ich hier wieder raus. So. Ansonsten haben wir hier die Anweisung, dass wir jetzt diese Felder hier mit Leben füllen dürfen und haben hier erstmal eine Kachel für die erforderlichen Geometriedaten, sprich Betondeckung und Bewährungslagen. Das ist so das allererste, was man machen muss, um herauszufinden, welcher Hohlkörper überhaupt dazwischen passt, den zu wählen. Dann kann ich hier auch noch irgendwelche Zwischenlagen, das erkläre ich später noch, eingeben. Und ich habe hier eine Grafik, die sich dann nach und nach dynamisch aufbauen wird. Hier unten gibt es dann auch noch Hinweise zu gewissen Werten, die dann schon berechnet sind. Das sehen wir dann. So, ich beginne jetzt einfach mal mit der Eingabe der Geometriedaten. Die Betondeckung oben setze ich jetzt zu 3 cm an. Die da kann man es schon sehen. Genau, da sieht man schon, dass jetzt hier sich das schon eingestellt hat. Und wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, wenn wir jetzt hier die Bewährung eingeben von 2,5 cm zum Beispiel, das sind 12er alle, also 12er kreuzweise sozusagen, das ist eigentlich eine gängige Bewährung, die man häufig nimmt. Dann nehme ich für die untere Bewährung ebenfalls die 2,5 und für die untere Betondeckung setze ich jetzt mal 2 cm ein. Und jetzt sehen wir eigentlich ganz schön hier in dieser Grafik, da habe ich jetzt hier oben und unten diese Werte eingegeben und den Zwischenraum kann ich jetzt mit einem Hohlkörper füllen. So, und diesen Hohlkörper wähle ich mir in dieser Stelle hier aus. Da drücke ich drauf und kann mich jetzt entscheiden, ob ich Kobiax CLS oder Kobiax SL wähle. Wir nehmen natürlich CLS. Natürlich, wir nehmen unser innovatives Produkt CLS.
Ich kriege jetzt hier angezeigt nutzbare und nicht nutzbare Hohlkörper. Ich kann mich auch entscheiden, dass ich mir nur die passenden Typen anzeigen lasse. Ja, die sind nicht nutzbar, weil meine Deckendicke so klein ist, also weil die 30 Zentimeter ist. Genau, es gibt Okay. bestimmte Randbedingungen, wann man die nutzen kann, und natürlich müssen die auch immer in diesen Zwischenraum zwischen den Bewährungslagen reinpassen. Ja? Mhm. Und bei der Randbedingung, die wir jetzt eingegeben haben, passen eben diese 5 Hohlkörper rein. Ich entscheide mich jetzt für einen CLSP 170, da klicke ich drauf, OK, und dann erscheint der direkt hier in der Grafik. Okay. So, jetzt sind gleichzeitig, sehen wir jetzt hier, wurde jetzt diese Brandschutzkachel eingeblendet. Die haben wir vorher noch nicht gesehen. Die ist für die Nachweisführung des Brandschutzes wichtig. Und gleichzeitig finden wir hier einige Meldungen, die hier gemacht werden. Und die erste Meldung davon ist schon mal, dass man im Prinzip, um überhaupt irgendeinen Brandschutz einhalten zu können, mindestens 7 cm Betonüberdeckung unten zum Hohlraum benötigt. Und wie viel hast du jetzt da? Ich habe jetzt 6 cm und das sieht man hier ganz gut in dieser Grafik drin. Also hier steht diese 6 cm. Es ist einfach so, dass die Grafik hier auf der rechten Seite, die Maßkette ist, die vermaßt auf den Hohlraum, ja? Mhm. Und die linke Seite vermaßt auf die Unterstützungshöhe des Hohlkörpers. Ja? So, und da wir jetzt diese Hohlraumüberdeckung suchen, sehen wir also, die ist nur 6 und ich brauche 7. Ja? So, und jetzt muss ich mir irgendwie da aus den 6 7 machen, und jetzt gehe ich mal hier in diese Kachel mit den Zwischenlagen. Und dort sage ich jetzt einfach mal, wenn ich jetzt hier noch was dazwischen lege mit einem Zentimeter, dann sieht man hier in Blau, sind jetzt meine 7 cm erreicht, und das ist erstmal eine gute Sache, weil die Meldung oben verschwunden ist, aber er sagt mir immer noch, dass der Brandschutz nicht erbracht ist. Und diese Zwischenlagen sind also was könnte das sein? Das wird hier auch nochmal erklärt, damit man da so ein bisschen eine Vorstellung davon hat. Diese Zwischenlage kann sein ein Bewährungsstab, es kann sein, dass da noch ein Abstandhalter liegt, es kann auch sein, dass ich eine Betonkernaktivierung habe und da eine gewisse Installationsebene benötige, oder es ist einfach eine Einbautoleranz, dass das ein Toleranzmaß ist. Okay. Gut, jetzt bin ich also hier so weit, wie gesagt, dass hier die 7 cm erreicht sind, Brandschutz aber leider noch immer nicht erbracht ist. Außerdem kommt hier eine weitere Meldung, dass mir 2 cm noch fehlen. Das sind diese 2 cm, die noch undefiniert sind. Und das ist auch das, was hier auf der Geometriekachel steht. Genau, das steht auch hier nochmal, das ist auch nochmal ganz hilfreich, weil meine Decke ist ja insgesamt 30 cm dick, 28 cm davon habe ich schon sozusagen mit Leben gefüllt, 2 cm sind noch undefiniert, und die muss ich natürlich jetzt in irgendeiner Form noch definieren. Entweder ich verändere etwas an meinen Geometriewerten oder ich baue weitere Zwischenlagen ein. So. Aber wir haben ja noch die andere Bedingung des Brandschutzes, den ich ja noch zu erbringen habe. Mhm. Und zum Brandschutz jetzt ganz kurz zu sagen, wir haben da quasi 2 Werte, die in Kombination einfach zusammenpassen müssen, um den Brandschutznachweis zu erbringen. Das ist einerseits der übliche Wert, den man bei jeder Betondecke kennt, nämlich der Achsabstand zur Bewährung. Das kennt man aus der Brandschutznorm. Und dann gibt es bei der Kobiax-Decke die Besonderheit, dass es da noch einen weiteren Wert gibt, nämlich der Abstand zum Hohlraum. Also nicht zum Hohlkörper, sondern zum Hohlraum. Mhm. Und dieser Abstand, der spielt da eben auch noch mit rein. Und da muss es eine bestimmte Kombination, die müssen in bestimmter Kombination stehen, diese beiden Werte, damit der Nachweis erbracht wird. So, und dafür habe ich jetzt auch eine Hilfestellung hier. Nämlich, er sagt mir 70 mm Überdeckung, das ist gut, das haben wir ja auch so gemacht, damit das funktioniert.
Aber er sagt mir, wenn ich 70 mm Überdeckung habe, dann muss ich einen Achsabstand von mindestens 45 mm haben und der ist im Moment eben nur 26 mm. Also müssen wir uns irgendwo noch 2 Zentimeter, Genau. fast 2 Zentimeter. Fast 2 Zentimeter müssen wir uns irgendwo noch also im Prinzip diesen Achsabstand zur Bewährung. Also ich kann das eigentlich nur hier unten in dem Bereich machen, ja. Ich kann entweder die Betondeckung erhöhen oder eben meine Bewährung dicker wählen. Und das wird uns auch nochmal hier eine Hilfestellung gegeben. Wenn ich hier auf Ihre Optionen drücke, steht hier nochmal, was kann ich alles tun, um eben dort die richtigen Werte zu erhalten. Alles klar. So, und das Einfachste wird hier sein, jetzt mal diese Betondeckung auf 4 zu erhöhen, nämlich um diese 2 Zentimeter. Und damit sehen wir jetzt auch direkt, der Brandschutznachweis ist erbracht. So, und jetzt hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass diese Werte hier unten, dass ich da später noch drauf komme. Jetzt sehen wir hier plötzlich, dass hier 3 von 4 Werten bereits quasi mit einer Zahl hinterlegt sind, mit einem Ergebnis. Und das liegt ganz einfach daran, diese Werte errechnen sich rein quasi aus dem Querschnittsaufbau und dem Hohlkörper. Ja? Also die Lastreduktion ist ja im Prinzip, jeder Hohlkörper ist mit einer Lastreduktion verbunden. Die kann ich hier natürlich hinschreiben, wenn ich den Hohlkörper gewählt habe. Und da wir ja auch uns für eine bestimmte Deckendicke, hier 30 cm, entschieden haben, ist natürlich auch klar, wie schwer dann meine Decke ist, das Eigengewicht der Decke. Des Weiteren haben wir hier den Steifigkeitsfaktor angegeben. Das ist auch eine klare Sache. Das kommt darauf an, wo genau der Hohlkörper im Querschnitt liegt. Und welcher Hohlkörper da liegt, das ist eine rein geometrische Größe, kann ich an der Stelle hier schon ermitteln. So, ich kann das jetzt hier speichern und bin im Prinzip mit meinen Querschnittswerten im Reinen und kann mich jetzt der nächsten Eingabe widmen. Oh, da sind ja jetzt nur 3 von den Kacheln zu sehen. Ja, ich brauche jetzt auch nur noch 3, weil ich habe jetzt hier oben ja meine Meldung, Brandschutznachweis ist erbracht, deshalb brauche ich diese Kachel mir nicht mehr quasi vor Augen zu führen. Okay. Und die Geometriewerte sind auch alle plausibel, also ich brauche nichts davon. Den Querschnitt haben wir jetzt ein bisschen größer. Und ansonsten müssen wir jetzt einfach noch ein paar Daten eingeben, um nachher quasi alle Nachweise führen zu können. Und jetzt gibt es hier erstmal die Möglichkeit, ich muss meine Betonfestigkeitsklasse eingeben. Da habe ich hier ein Auswahlmenü, kann ich wählen, welche auch immer ich möchte. Ich bleibe jetzt mal bei C3037. Und ich kann auch meine Wichte händisch eingeben, wenn ich jetzt vielleicht einen etwas leichteren Beton habe. Allerdings nur bis 21. Alles andere mit Leichtbeton ist Cowerx nicht zu kombinieren. So, ansonsten kann ich auch noch meine statische Nutzhöhe händisch eingeben, wenn ich das möchte. Also entweder sie wird direkt berechnet über 0,85 H wie üblich, oder aber ich kann jetzt sagen, ich möchte jetzt selber einen Wert eingeben. Das ist jetzt auch was Spezielles. Ich gehe jetzt mal auf unseren Standardfall. So, und jetzt steht ja auch hier die Meldung, bitte Biegezugbewehrung Wert größer 0 eingeben. So, jetzt, warum muss ich das überhaupt machen? Um eben die Querkrafttragfähigkeit ermitteln zu können. Und in der Formel für VRDC, die wir da nutzen aus dem Eurocode, muss man einfach eine Quadratzentimeter je Meter Biegezugbewehrung eingeben. Und das will ich jetzt hier mal machen. Und wir nehmen jetzt einfach mal 12 alle 10, das sind 11,31. So. Und das ist die Biegezugbewehrung im Hohlkörperbereich. Hier wird mir direkt auch mein Querkraftfaktor, der hier mit dem Hohlkörper direkt in Verbindung steht und mit der Deckendicke angegeben. Und hier ist nochmal einfach, das ist eine Information, dass man gemäß Zulassung immer mit einer glatten Verbundfuge rechnen muss. Warum überhaupt Verbundfuge? Das hängt damit zusammen, dass die Hohlkörperdecke wegen des Auftriebs
der ja entsteht, wenn ich Hohlräume in die Decke einbaue, in 2 Schichten normalerweise betoniere. Und dort gibt es eine Fuge und die muss ich nachweisen, dass ich dort eine bestimmte Bewehrung einzusetzen habe. So, und das ist einfach so definiert. In der Zulassung muss ich diesen Nachweis für eine glatte Verbundfuge führen und das ist jetzt hier informativ nochmal gesagt. Hier unten kriege ich jetzt direkt angezeigt, wie groß meine Querkrafttragfähigkeit ist mit den jetzt eingegebenen Werten. Ja, da oben sieht doch alles ganz grün aus. Genau, grün ist immer gut. Ich kann jetzt noch einmal auch auf Speichern drücken, dann sagt er mir noch ein blaues, nämlich dass die Eingaben gespeichert wurden. Und dann heißt das, wir können jetzt einen Report erstellen. Genau. Jo, und das machen wir jetzt auch. Dieser PDF-Report, der erstellt wird, enthält also alle eingegebenen Werte, die meine Kollegin gerade erarbeitet hat. Aber bevor wir das machen, müssen wir etwas erstellen. Und zwar einmal, ich weiß, das ist ein sogenanntes Erstellerprofil. Jeder User kann mehrere Erstellerprofile hinterlegen und dementsprechend dann seine Reports damit gestalten, anreichern, wie auch immer. Das machen wir jetzt einmal ganz kurz. Dafür gehen wir einmal ins Benutzermenü hier oben, gehen auf Erstellerprofile und sehen, mein User hat momentan keine. Und darum drücken wir einmal aufs Plus und geben jetzt hier die unterschiedlichen, die Felder an. Einmal das Kind muss einen Namen haben. Ich nenne das jetzt einfach mal Profil 1. Dann mache ich das eventuell für eine Firma, ich als Dienstleister, als wie auch immer. Ich möchte, dass meine Firma dort repräsentiert wird oder auch jemand anderes. Man ist also völlig frei, was dort stehen soll. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier Tragwerksplanung Francoforte ein. Das ist natürlich, das gibt es natürlich nicht. Eine E-Mail-Adresse. Es wird erstmal die übernommen, mit der der User sich eingeloggt hat. Ich möchte aber, dass jemand von TWP dort genannt wird auf dem Report und deswegen gebe ich dort eine info@twp.com ein. Ebenso die Telefonnummer. Das soll werden eine andere als die, mit der ich mich eingeloggt habe. So. Der Name des Erstellers, das ist also wirklich die Kontaktperson, die derjenige, der diesen Report mal bekommt, dazu vielleicht befragen möchte. Das kann ich natürlich selber sein, aber das kann auch ein Kollege sein, für den ich das mache oder mein Abteilungsleiter oder wer auch immer. Also jetzt erstmal ist das hier irgend so ein Max Krüger. Und dann haben wir noch eine Adresszeile. Wir haben 3 davon. Eine muss ausgefüllt werden. Da mache ich jetzt mal die Straße rein mit der Sonnenallee 1 und hier kann was rein, muss aber nicht. Ich mache jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Sommerstadt. Auch noch verschrieben. So. Und in die Adresszeile 3 kann man was reinschreiben. Ich denke mal, die Softwarehersteller sind davon ausgegangen, ja, es gibt internationale Adressen, die haben die unglaublichsten Formate. Man kann hier halt was reinschreiben. Müssen wir jetzt nicht tun. Ich fülle das aber trotzdem mal mit Adresszeile 3, damit wir eventuell auf dem Report gleich sehen, wie das alles ausschaut. Ja, und dann noch das Land. Da gehe ich mal, also ich denke mal, TWP Francoforte hört sich ganz klar nach Aruba an. Und natürlich kann man das Unternehmenslogo von TWP hochladen. Habe ich jetzt natürlich nicht wirklich was. Und nehme einfach mal 2 Thumbs Up Emoji. Gut, dann das Erstellerprofil anlegen. Dann haben wir hier einen Eintrag in der Erstellerprofilverwaltung. Und dann können wir das hier auch wieder zumachen. Ja, dann sind wir wieder an dieser Stelle. Das haben wir jetzt einmal gemacht. Wir können so viele Erstellerprofile erstellen für einen User, wie wir möchten. So, wenn wir dann auf PDF exportieren gehen, dann wählen Sie das Erstellerprofil. Das mache ich, das ist dieses Profil 1, was ich eben angelegt habe. Dann wird mir nochmal gezeigt, ja, für wen mache ich den Report jetzt? Also der steht da später drauf als Kontakt. Und dann sage ich PDF exportieren.
Ja, und so sieht das Ding dann aus. Wir haben hier das Firmenlogo der präsentierenden Firma, für den der Report erstellt wurde. Unser Max Krüger ist hier, die Info, die Telefonnummer, die Firma, Straße. Also das sind diese 3 Adresszeilen mit der AZ3 darunter und das Land Aruba. Sonst noch auf dem Deckblatt zu finden, das ist halt der CQL-Report. Wir haben den Projektnamen, den Ort im Projekt, das letztendlich was angegeben wurde in den Kacheln. Name der Berechnung, Beschreibung. Als Fußzeile ist immer noch der Name und die Firma der Ansprechpartner und die Firma des Ansprechpartners sind dort hinterlegt, genauso wie eine Seitennummerierung. Und ja, dann also die Seite 2, die erste mit Daten. Das haben wir also immer als Kopf, haben wir immer Projektname und Name der Berechnung. Und dann haben wir hier eine Menge Daten, die halt erarbeitet wurden. Wir haben dann auch tatsächlich die Zeichnung damit drin. Und Seite 2, Querkrafttragfähigkeit, Brandschutz. Ja, alles dabei. Das ist der Report und damit wäre die Arbeit von CQL erledigt. Ja, das war's. Ganz, ganz simpel, ganz einfach. Ich hoffe, das konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und dann wünscht Kobiax einfach mal viel Spaß beim Ausprobieren.